Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer. Das Thema, das ich Ihnen vorstellen möchte, lautet Reinkarnation in der Wissenschaft und Philosophie. Mein Name ist Ingo Meyer und ich bin Mitglied im spiritistischen Verein Weg der Nächstenliebe e.V. in München. Der Begriff Reinkarnation bezeichnet den Übergang der Seele eines Menschen in einen neuen Körper und somit in eine neue Existenz. Andere Bezeichnungen dafür sind Wiederverkörperung, Wiedergeburt oder Seelenwanderung. Die Lehre der Reinkarnation wurde schon durch Pythagoras beschrieben. Dieser schöpfte bei den indischen Philosophen und alten Ägyptern, wo diese Lehre seit undenklichen Zeiten existiert. Auch in vielen anderen Religionen und in östlichen Philosophien ist die Reinkarnationslehre elementarer Bestandteil. Die Reinkarnation erklärt viele fundamentale Fragen unseres Daseins, deren Beantwortung mit nur einer Existenz sehr schwer möglich wäre. Mit ihr lassen sich begründen, woher zum Beispiel diese verschiedenen und von der Erziehung unabhängigen Eigenschaften von Geschwistern oder die außergewöhnlichen Begabungen ganz junger Menschen kommen, ihre Ideen oder Anschauungen, ihr angeborener Sinn für Würde oder Gemeinheit, der in keinem Verhältnis zu der Umgebung steht, in der sie aufwachsen. Schlichtweg erklärt sie, warum manche weiter fortgeschritten sind als andere. Ihre Seele muss also vor der Geburt bereits existiert haben, wo sie intellektuelle und moralische Entwicklung durchgemacht hat. Wie gerecht wäre ein Gott, der Wohlstand so ungleich verteilt, dass manche in bitterer Armut leiden, während andere in unermesslichem Reichtum leben, wenn es nur eine Existenz gäbe. Geht man allerdings von vielen Existenzen aus, so ist es plausibel, dass jeder durch verschiedene Situationen gehen muss, um die jeweiligen Herausforderungen zu meistern und dabei notwendige Erfahrungen zu sammeln, die zur Vollkommenheit führen. Hingegen hätte der Gedanke etwas Trostloses, wenn unser Los mit nur einer einzigen Existenz auf ewig entschieden werden sollte. Auch wenn es nicht immer von uns abhing, auf Erden die Vollendung zu erreichen, während die entgegengesetzte Vorstellung uns Hoffnung schenkt. Die Reinkarnation ist auch elementarer Bestandteil der spiritistischen Lehre nach Allan Kardec. Gemäß der spiritistischen Lehre erlangt der Geist durch eine Vielzahl leiblicher Existenzen die Vollkommenheit. Der Zweck der Reinkarnation ist die fortschreitende Besserung des Menschen. Denn wenn man nur Geist bliebe, käme man in seiner Entwicklung nicht voran. In jeder neuen Daseinsform macht der Geist einen Schritt vorwärts auf dem Weg des intellektuellen und moralischen Fortschritts. Unsere verschiedenen Existenzen erfüllen sich auf verschiedenen Welten. Die Erde ist weder die erste noch die letzte. Sie ist eine der am meisten stofflichen und am weitesten von der Vollendung entfernten Welten. Es gibt viele Welten auf gleicher Stufe. Daher muss der Geist also nicht auf allen Welten inkarnieren. Übrigens, die Geister können in ihrer Entwicklung stehen bleiben, aber sie gehen nie rückwärts. Ein Leitspruch Allan Kardecs, der auch auf seinem Grab steht, lautet: Geboren zu werden, zu sterben, wiedergeboren zu werden und ständig voranzukommen. Werfen wir einen Blick in die Reinkarnationsforschung. Als Begründer der Reinkarnationsforschung gilt Ian Stevenson, der als Professor für Psychiatrie an der Universität of Virginia in den USA lebte. In seinen Forschungen untersuchte er Fälle, in denen sich Kinder an frühere Leben erinnerten und beschrieb sie in zahlreichen Publikationen und Büchern.
Stevenson starb 2007. Ein weiterer sehr bekannter Forscher ist Dr. Jim B. Tucker, ein Kinderpsychiater und Professor für Psychiatrie und neurobehaviorale Wissenschaft an der University of Virginia School of Medicine. Tucker arbeitete viele Jahre mit Stevenson zusammen, bevor dieser in den Ruhestand ging. Von beiden Autoren sind auch Bücher in deutscher Sprache erschienen. Ein leicht zu lesendes und sehr interessantes Buch zu diesem Thema hat den Titel »Mama, ich war schon einmal erwachsen« von Carol Bowman. Sie beschreibt dort ihre Erfahrungen mit ihren und anderen Kindern. Carol Bowman ist eine sehr bekannte US-amerikanische Autorin und Therapeutin, die viele Bücher zum Thema Reinkarnation geschrieben hat. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.